Hallöchen, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, Visuals und alles, was sonst so noch dazu gehört. Und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und bin unter anderem in der Traumatherapie angesiedelt und im Bewusstseinscoaching. Und auf diesem Kanal versuche ich, so gut wie möglich alles aus psychologischer und aus philosophischer Perspektive zu betrachten und die verschiedenen Layers und Perspektivmöglichkeiten auf all das aufzuzeigen, was mir so einfällt. Und manchmal fällt mir nicht genug ein und bestimmte Dinge fallen mir so gar nicht auf. Und dann brauche ich eure Hilfe, nämlich in den Kommentaren, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, Daisy, das hast du verpasst. Oder was hältst du von der und der Perspektive? Denn ich liebe das, meine Perspektive zu erweitern. Und heute haben wir ein Duo, was es auch liebt, Perspektiven zu erweitern. Nämlich Impatient, bestehend aus Ren und Chris Webby. Und heute haben wir, wie heißt das gute Stück? Mason Jar, Official Video. Ich bin sehr gespannt. Das hat Webby im Nachgang irgendwie gedroppt. Vorher gab es, glaube ich, nur ein Visual oder ein Audio oder sowas. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich komme gerade aus Dr. Meyers. Jesus Christ. Das hat mich einmal kalt erwischt. Und ganz schön umgenietet. Von daher bin ich gerade jetzt nicht in, hey, Partylaune. Von daher bin ich sehr gespannt, was Mason Jar für uns bereithält. Genau, aber schaut da auch gerne in das andere Video rein und in die Reaction. Und ja, jetzt lasst uns loslegen. Ich bin gespannt, was mich hier heute jetzt erwartet. Let's go. I've been on a way, cutting ketamine with a Home Depot card, and it's got me on a way, quarter ounce in a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a wave. I've been on a wave. Yeah, we're so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason jar. Yeah, I line up that kitty cat pretty fat, then I'm sniffing that lighter ciggy, some sticky, then sip some whiskey to piggyback the effects as they get to me. I perfected the recipe with some acid to microdose and some excellent ecstasy. Go on, banjo kazooie, I got some 2C to boost me. I cop some kid up in Canada with them loonies and toonies. I'm in the room with some groupies and that cocaine on the plate that I microwave for 28 seconds and gave them a taste. I cut a gator for later, break up and roll in the reefer, stoner demeanor, eating pizza, playing Ghost of Tsushima. The graphics so realistic, I feel like I'm in Japan on ketamine like a horse. Them crystals are finer than sand. Just when I thought I was zooted, JP been raising the bar. Went from playing guitar, now he's fucking banging on jars. He's taking so many bong rips, it blasted him higher. But honestly, this beat is actually fire. I've been on a way, cutting ketamine with a Home Depot card, and it's got me on a way, quarter ounce in a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a way, I've been on a way. Yeah, we're so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason jar. Sometimes sick boy get so lazy, smoking caddy, kush get baby. Sometimes labels act so shady. That's my song, that fuck you, pay me. Never bite the hand that gives, motherfucker. I milk cartoons like the milkman's mother. Bulletproof bars, bullets bounce back, sucker. Click clap, I'm the cover. My brother, compadre, amigo, pass me the spliff and I hit like a free throw. Netflix kid getting high, watch a peep show, scratch that itch in the belly when she deep throat. The sick boy so vulgar, too old to mature when I'm older. Hold this spliff, let JP take over. I'm so cooked, I need to get sober. I never made a verse this high. Webby man, I think I'm gonna die. I need to lie down with the lights out, time out, but to pass out on the couch. I'm not fucking about, cause I'm tripping for Britain. The curtains are dripping, the music, skipping. Feel so sick, my stomach keep flipping. One more hit, man, fuck it, we're living. Cutting ketamine with a Home Depot card, and it's got me on a way, quarter ounce in a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a way, I've been on a way. Yeah, we're so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason jar. Forget about it, Frankie.
Okay. Gut, dass ich die Reihenfolge gemacht habe. What the fuck? Ich glaube, unter irgendeinem anderen Video hatte ich einen Kommentar von, in all diesen Projekten waren überhaupt gar keine Drogen involviert. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, es war unter End of the World. Und ich habe nur gedacht, ich meine das jetzt straight in your face. Ja, ist einfach geil. Es gibt so viel da drin zu sehen. Von daher habe ich Bock, nochmal mit euch das durchzugucken. Aber erste Gedanken, bevor wir das machen. Ich finde es cool, dass sie hier in das Video nochmal explizit JP mit reingenommen haben. In dem Livestream haben sie ihn ja auch quasi mit reingenommen, auch wenn er nicht so viel gesagt hat. Aber dass nochmal klar war, dass er eigentlich die dritte Person im Inpatient-Projekt ist. Und welche Arbeit er für dieses Projekt geleistet hat. Und das liebe ich. Und es passt so gut zu Ren und zu Webby, das zu machen. So. Feiere ich. So. Und ich liebe ich liebe dieses Video. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Video sehen durfte. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, wir hatten schon mal in irgendeinem anderen Video eine Referenz zu Ghost of Tsushima. Ich liebe das Spiel. Wobei ich Ghost of Yotei auch echt feiere. Aber ja, sehr cool, dass Webby da einmal kurz seine Künste gezeigt hat. Und dieses ganze Beat-Ding, ne, also dieser ganze Song, ist einfach nur dafür gemacht, glaube ich, um sich den entspannt auf Drogen anzuhören. Vielleicht habe ich aber auch irgendwelche tiefergehenden Lyrics verpasst, von daher lasst uns nochmal von vorne anhören. Wenn ihr mich hier jetzt aber verlasst, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann guckt schon mal in meinen bestehenden Content. Aber Ren hat ja noch ein bisschen was vor in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Kommen mehrere Projekte mit Big Push raus, sein eigenes Album. Er hat auch ein paar Collabs angeteasert mit anderen Künstlern. Von daher, bleibt auf jeden Fall dabei, wenn ihr sehen wollt, wie ich darauf reagiere. Und genau, abonniert, aktiviert die Glocke und damit wir das nicht vergessen, macht das, falls ihr das noch nicht getan habt. Auch sowohl bei Chris Webby als auch bei Ren und supportet die beiden, was das Zeug hält. So, und jetzt nochmal, zweite Runde, let's go. Cutting ketamine with a Home Depot card, and it's got me on a way. Quarter round. Ich glaube, diesen Gitarrenspieler müsste man auch kennen, den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, der hat auch bei Vincent's Tale, hat er diesen Fake Prisoner gespielt, ne? Der irgendwie eingeschleust wurde, um herauszufinden, wer Life or Lobotomy gewinnt, glaube ich. Kann das sein? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich glaube, ihn wiederzuerkennen. Also den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Vielleicht kennt ihr sogar seinen Namen. Aber lasst uns erstmal weiterschauen. Und hier haben wir die Mushroom Chocolate. In a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a wave. I've been on a wave. Yeah, we're so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason jar. Yeah, I line up that kitty cat pretty fat, then I'm sniffing that lighter ciggy, some sticky, then sip some whiskey to piggyback the effects as they get to me. I perfected the recipe with some acid to microdose and some excellent ecstasy. Gone banjo kazooie, I got some 2C to boost me. I cop some kid up in Canada with them loonies and toonies. I'm in the room with some groupies and that cocaine on the plate that I microwave for 28 seconds and gave them a taste. I cut. Ich finde das auch so geil. Hier im Hintergrund übrigens, wo mein Fall gerade im Weg ist. Das ist doch von Nightmare Before Christmas. Wie heißt denn der Bösewicht? Dieser Sacktyp sozusagen, der den Weihnachtsmann gefangen hat. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber es ist ein ziemlich krasses Vieh. Dann hatten wir kurz den Sasquatch aus End of the World, der auch zum Scheißen vorbeikam.
The gator for later, break up and roll in the reefer, stoner demeanor, eating pizza, playing Ghost of Tsushima. The Ronald graphics so McDonald. realistic, I feel like I'm in Japan. On ketamine like a horse, them crystals are finer than sand. Just when I thought I was zooted, JP been raising the bar. Went from playing guitar, now he's fucking banging on jars. He's taking so many bong rips and blasting them higher. But honestly, this beat is actually fire. I've been on a way. Da sind die Aliens. Ketamine with South a Park. Home Depot car. Lego, was das davor, was waren das für Puppen? Könnte auf Sesamstraße, Sesame Street oder sowas sein, ne? Ja, ich lieb's. Das ist sehr, sehr kreativ. And it's got me on a way. Quarter ounce in a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a Das ist way. krass. Das Bild will ich nochmal genauer angucken. Alter Scheiße. Schaut euch das mal an. Hier haben wir die Uhr von Dali. Was auch immer. Was ist das denn hier? Für ein Vieh? Ist das Sanos oder sowas? What the heck? Interessante Welt. Die schwebende Pizza gefällt mir auch. Interessant. Okay, weiter. Die Yeah, we're Vögel. so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason jar. Sometimes sick boy gets so lazy, smoking caddy, kush get baby. Sometimes labels act so shady. That's my song, that fuck you, pay me. Oh, ich meine, wir haben später nochmal was Simpson ist. Von daher kann das hier nicht Simpsons sein. Ich finde das ganz interessant. Ich finde, Chris Webby sieht hier ein bisschen aus wie Eminem. Vielleicht sind das irgendwelche bekannten Leute, die ich nicht kenne. Oder irgendeine bestimmte Art von Show oder so. Hier haben wir auf jeden Fall einen Knethund. Den süßen Kleinen von Webby. Genau, da haben wir die Skelette. Das ist bestimmt auch irgendeine Referenz, die ich nicht schnalle. Genau, South Park fand ich sehr cool, dass das mit dabei war. Die Superheroes, klar. Superman. Das sieht ein bisschen aus wie Loki. Und was haben wir hier drüben? Müsste ich den kennen? Bestimmt müsste ich den kennen. Sagt mir aber gerade nichts. Cap sieht anders aus. Ihr klärt mich auf, ne? Labels act so shady. That's my song, that fuck you, pay me. Never bite the hand that gives, motherfucker. I'm in cartoons like the Moonman's mother. Bulletproof bars, bullets bounce back, sucker. Click, clap, I'm the cover. My brother, compadre, amigo. Pass me the spliff and I hit like a free throw. Netflix kid getting high, watch a peep show. Scratch that itch in the belly when she deep throat. The sick boy so vulgar, too old to mature. When I'm Ja, aber die older, Simpsons. hold this spliff, let JP take over. Das hier fand ich auch geil, ne? Das sieht so ein bisschen... Wo haben wir sie? Es könnten natürlich irgendwelche Dudes sein. So aus der klassischen, wir sind die weißen Rastas und wir kiffen ganz viel Zeit. Ich musste gleichzeitig aber auch an, Mann, wie heißen sie denn? Rage Against the Machine, musste ich denken. Oder, so wie Ren da jetzt gerade aussieht, an, wie heißen sie denn, Jay und Silent Bob? Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich auch dran denken, geil. JP take over, I'm so cooked, I need to get sober. I never made a verse this high. Webby man, I think I'm gonna die. I need to lie down with the lights out, time out, but to pass out on the couch, I'm not fucking about, cause I'm tripping for Britain, the curtains are dripping, the music, skipping, feel so... Wer war das? Das sah so ein bisschen aus. Nee, das ist es nicht, Pop Wars. Das ist es nicht, ne? Aber ja, könnte auch ABBA oder irgendwie sowas in die Richtung, irgendwas 70er-Jahre-artiges gewesen sein. Sick my stomach, kick flipping, one more hit, my fuck it with it. Die Aliens. Cutting ketamine with a Home Depot card. Das könnte Matrix sein, aber Quarter rounds in a mushroom chocolate bar. Yeah, it's got me on a yeah. vibing on a wave. Yeah, we're so high that JP forgot how to make beats. Now he's drumming on a mason so jar. geil. Haben Sie da Ausschnitte aus dem Fernsehen genommen?
weil es sieht so aus, als wären das bekannte Leute. Ich kenne mich aber echt nicht so aus mit Celebrities. Es könnten auch einfach nur Fans sein, die sie eingeladen haben. Forget about it, Frankie. Ist auf jeden Fall genial. Sehr coole Referenzen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe euch auch. Es gibt heute keine tiefen Bedeutungsphrasen meinerseits. Ich bin nach Dr. Meyer sehr froh und sehr dankbar. Ich werde auf jeden Fall nochmal in andere Reaction-Videos reingucken, weil ich gemerkt habe, das Video hat mich echt zu sehr abgelenkt. Und ich habe eigentlich nur Drogenreferenzen gehört, auf die ich jetzt nicht so tief eingehen werde. Genau, so, aber jetzt. Wenn ihr Bock auf mehr habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wenn ihr mich unterstützen und supporten wollt, gebt dem Video ein Like und kommentiert. Genau. Also, hoffentlich bis bald.